Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute geht es um das Schlüsselwörtchen const. Const ist ungefähr überall zu finden und ziemlich groß dabei eigentlich. Und es hat so viele unterschiedliche Bedeutungen, die möchte ich euch heute alle mal ein bisschen näher bringen. Ich habe hier oben schon mal angefangen und einen Member, also unser x hier, als const definiert. Const bedeutet allerdings nicht im Konstruktor, sondern überall anders const. Das bedeutet, ich kann es danach nur noch lesen und nicht mehr schreiben. Also wenn ich jetzt sowas mache wie dbar.d.printme, dann möchte ich das ja hier lesen. Das funktioniert einfach wunderbar. Ich kann einfach alles lesen, ohne irgendwelche Probleme. Aber wenn ich jetzt, ich möchte natürlich hier nicht das machen, aber wenn ich jetzt hier anfangen möchte und ich schreibe dieses Dingens dbar.d.x gleich, Achtung, es ist nicht private, daran liegt es nicht. Wir dürften es auch mit einem Setter oder mit einem Getter nicht schreiben. Wir dürften es wirklich nur lesen. Okay, dbar.d ist gleich 10. Dann haben wir hier oben den Fehler, dass wir Assignment of Read-Only Variable haben. Das können wir auch in der PrintMe ausprobieren. Hier können wir auch kein x schreiben, x gleich 5. Das wäre genauso ein Problem, wenn ich dieses Ding als const definiere. Dann habe ich hier nämlich auch Assignment of Read-Only. Und ihr wisst, in den Functions hier ist es auch mit private oder sowas. Also const darf ich tatsächlich nur im Konstruktor mal schreiben und danach nie wieder. Okay, jetzt, was bedeutet das aber, wenn ich hier sage, ich möchte mir einen const-Vektor erstellen? Const-Vektor Nukular. Dazu kann ich jetzt hier wieder mein x, das const mache ich hier mal raus und kann das hier wieder ganz normal reinschreiben. Jetzt habe ich mir einen kompletten Vektor als const definiert. Das ist in etwa so, als würde ich alle Variablen, die ich hier drin habe, als const definieren. Das heißt, meine ganzen Doubles, also x, y und z, sind jetzt const. Wenn ich das jetzt ausführe, habe ich ein Problem, und zwar, dass ich hier this also dieses this hier, wenn ich dieses Plus aufrufe, das bekomme ich nur als Pointer hin. Also ich bekomme dann im Prinzip ein this Pointer, kein Objekt this. Das ist ein Problem, weil durch einen Pointer geht mir mein const verloren. Ich kann ja schlecht rausfinden, ob das dann am Ende noch const ist oder nicht. Ich kann es einfach verändern mit einem Pointer. Das ist ja quasi der Sinn von einem Pointer. Das ist ein Problem, deswegen erlaubt uns C++ das nicht. Wenn ich jetzt hier trotzdem dieses Plus aufrufen möchte, dann kann ich mein Nukular einfach nach hinten verschieben in meinem Plus, also in etwa so. Dann kriege ich einen anderen Fehler, aber der ist jetzt nicht mehr, dass es nicht funktioniert, sondern dass hier ein const erwartet wird. Also hier übergebe ich ein const, ich erwarte hier aber ein nicht-const. Naja gut, ich lese ja hier in meiner Plus-Funktion nur, das heißt, hier darf ich durchaus ein const eintragen. Und das bedeutet, ich kann hier einen const-Vektor und b eintragen, was so viel bedeutet wie den Vektor b, den ich hier reingebe, der wird nur gelesen und nicht geschrieben. Das ist in Ordnung, das kann ich machen, das kann ich auch ausführen, aber für this funktioniert das nicht. Das ist das Problem dran. Das heißt, wenn ich jetzt hier mein Number of 911 als const machen würde, dann dürfte ich es wieder nicht aufrufen, weil this, wie gesagt, hier eben nicht const sein darf. Okay. Also, jetzt hatten wir schon 3 Anwendungen vom const. Ihr könnt einen Member als const definieren. Ihr könnt eine Variable von eurem Typen als const definieren. Ihr könnt const in den Funktionen reinstecken. Das bedeutet jeweils nur read-only. Das heißt, ich darf sie nur lesen und nicht schreiben. Vorsicht, ich darf dann aber auch nicht auf this zugreifen. Also this File funktioniert hier leider nicht. Gut, jetzt geht es aber noch weiter. Const hat noch mehr Anwendungen, und zwar wieder mal für Funktionen. Jetzt machen wir mal hier unten weiter. Ich kann meine Funktion als konstant definieren. Was bedeutet das? Naja, meine Funktion, meine Const-Funktion hier, die darf mir jetzt hier nichts schreiben. Das heißt, wenn ich das so ausgebe, ich mache hier mal das Const wieder weg und das Const hier auch. Wenn ich das jetzt so ausführe, alles in Ordnung, kein Problem. In PrintMe wird ja nichts geschrieben. Ich schreibe ja in mein thisx oder thisy nicht, ich lese sie ja wirklich nur. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage in PrintMe, was ja eine Const-Funktion hier ist, sage ich this.x ist gleich 20, dann kriege ich einen Fehler, nämlich dass ich hier gerade aus Versehen in meiner Const, selbst wenn ich hier den Pfeil mache, kriege ich hier den Fehler, dass ich
in einem Read-Only bin und deswegen hier drin nichts zuweisen darf. Das heißt, so eine Zuweisung geht nicht. Die darf ich nicht machen, wenn ich das Ding hier als Const definiere. Wenn ich es weglasse, dann darf ich, dann habe ich es gerade aus Versehen zweimal ausgeführt, dann darf ich das machen, dann kann ich this.x hier so vergrößern, wie ich möchte. Aber, ja, ich darf es natürlich hier nicht einfach als Const definieren und am Ende was zuweisen. So, Vorsicht, dieses Const hier ist ein anderes Const wie das Const hier vorne. Also das sind zwei unterschiedliche Konstanten. Das hier bedeutet, in meiner Funktion selbst wird nichts geschrieben, also macht diesen Call hier illegal. Und das hier vorne macht aktuell absolut gar keinen Sinn, deswegen werde ich das mal hier vorne dran schreiben. Const Vector Operator Plus. Was das macht, ist folgendes. Es verändert mir mein Vektor, nämlich als Konstante. Das heißt, als Rückgabewert von meinem Operator Plus bekomme ich eine Konstante zurück, also ein Read-Only-Vektor. Das ist, als hätte ich jetzt hier mein d-bar-d als Const definiert, also quasi so. Nur halt für den Vektor hier unten, den ich eigentlich aus einem Funktionsaufruf zurückbekomme. Das macht das Const hier vorne. Ihr könnt natürlich auch beide Consts machen, aber Void bedeutet kein Rückgabewert, deswegen ist Const Void irgendwie ein bisschen hart für den Arsch. Und deswegen lassen wir das einfach mal hier weg. Aber ihr könnt es natürlich auch hinschreiben, ich weiß gar nicht, ob es funktioniert. Habe ich noch nie gemacht, weil es einfach keinen Sinn macht. Ja, und das Const hier soll ich wieder wegmachen, sonst haben wir ein Problem. Ja, es funktioniert. Also man kann Const Void definieren, falls man ganz ein glücklicher Schlawiner ist, der gerne Jokes macht. Aber im Prinzip macht es keinen Sinn. Okay, das sind also die mittlerweile 5 Anwendungsarten von Const. Jetzt werdet ihr manchmal noch einen Const und Vektor sehen, also sowas hier. Dann werdet ihr hier allerdings auch wieder einen Fehler bekommen, weil ihr hier tatsächlich einen Vektor zurückgebt und erwartet wird tatsächlich aber ein Pointer auf einen Vektor. Das heißt, wir müssen hier und zurückgeben, also die Adresse von dem Vektor, den wir hier generiert haben. Das hat im Prinzip nichts mit dem Const zu tun, sondern heißt einfach, hier wird eine Adresse von einem Vektor zurückbekommen, sprich, wir müssen hier auch diesen Vektor d-bar-d als Sternchenpointer definieren. Sowas in die Richtung. Allerdings, ja, müssten wir hier jetzt unseren Vektor vorne dran definieren, aber wir wollen hier durch den Operator Plus, wollen wir jetzt nicht unbedingt einen Vektor zurückgeben, das macht ja absolut keinen Sinn. Okay, selbst dieses Const hier vorne macht keinen Sinn, wenn wir wollen ja hier den Vektor ganz normal verändern können. Okay, das sind sozusagen die verschiedenen Anwendungsarten von Const. Geht bedächtig damit um. Const bedeutet einfach nur Read-Only. Wenn ihr irgendwas nicht unbedingt verändert haben wollt, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr dieses Ding Read-Only, also sprich Const macht. Hier drin, wobei hier drin macht es auch keinen Sinn, aber hier macht tatsächlich ein Const Sinn, damit man gleich sieht, okay, hier wird nichts geschrieben, sondern wirklich nur gelesen und das ist eine Safe-Methode, wohingegen hier könnt ihr von mir aus das Ding hier als Const definieren, aber dann müsst ihr halt auch diese ganzen Dinger hier als Const definieren. Deswegen macht es hier eigentlich nicht wirklich Sinn. Ja, das zu Const. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr wisst jetzt, was diese ganzen konstanten Dinger tun. Ich wusste selbst nicht alle Anwendungsarten davon, also immer schön darauf achten, wo das Ding steht und was es da zu suchen hat und was es da auch wirklich bedeuten soll. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!